So, meine lieben Freunde der leichten EDV, ihr glaubt es nicht, aber gestern habe ich es erst erzählt und hier ist es. Es kommt noch relativ neu, brandneu rein. Crypto Asset Reporting Framework, CARF genannt oder abgekürzt. Überblick über das Ganze und die teilnehmenden Länder präsentiere ich euch mal ganz kurz hier zusammengefasst. Ich habe es gestern schon ausführlich zusammengefasst und ausgeschrieben, was das Krypto-Steuertransparenzgesetz hier bringt. Das ist quasi im Prinzip die internationale, weltweite, globale Regelung für die ganze Geschichte. Hätte nicht gedacht, dass das so schnell kommt, aber ja, da ist es auch schon. Habe ich gestern also nicht umsonst abgemeckert in meinem Video und gehen wir es ganz kurz durch. Das Crypto Asset Reporting Framework CRF der OECD. Sind wir wieder bei demselben Verein. Ich will da nichts dazu sagen, aber ich habe mich gestern schon ausgelassen. Ein globales Regelwerk, das die Steuertransparenz bei Krypto und Asset erhöht und die Steuerhinterziehung verhindern soll. Es geht immer um Steuerhinterziehung. Ich meine, wenn wir 2,50 € hinterziehen oder 1,30 $, dann ist da gleich 10 Jahre Knast drauf. Und wenn die Politiker hier ihre fetten Gewinne einstreichen, Maskendeals, da gibt es nicht einmal eine Verhandlung deswegen. Also ich frage mich, wo man hier eigentlich Geldwäsche ansetzen sollte und Steuerhinterziehung. Auf jeden Fall nicht in bürgerlichen Kreisen. Und ich glaube, keiner von uns hat genug Kohle, um irgendwelche gewalttätigen Taten zu finanzieren, will ich es jetzt mal ausdrücken. Will ja nicht, dass das Video gleich wieder gesperrt wird. Ja, Definition. CAF umfasst digitale Vermögenswerte wie Kryptowährungen, Stablecoins und bestimmte NFTs. Da gibt es also auch schon wieder eine Abgrenzung, die auf Blockchain basieren. Zentralbankwährungen, Digitalwährungen, CBDCs sind ausgeschlossen. Ja, warum sind CBDCs denn jetzt bitte davon ausgeschlossen? Ich meine, ihr könnt jetzt den Rechenschieber anbieten, bei Amazon kann man den noch bestellen. Da ist das integriert, da braucht man darüber gar nicht reden und das erzählen sie euch auch nicht. Das ist, die Mehrheit wird es wieder schlucken und nichts wird passieren und es wird noch alles schlimmer. Dann lassen wir das einfach. Berichtspflichtige Kryptobörsen, Wallet-Anbieter und andere Dienstleistungen müssen Transaktionsdaten, Krypto zu Krypto, Krypto zu Fiat, Übertragungen und Kundeninformationen melden. Das heißt, es geht hier alles über die Datenleitung. Alles. Da kannst du eigentlich gleich die Hosen runterlassen. Sicher wird es immer noch ein paar, wie gestern auch erwähnt, Wallets geben, die ohne Digitalisierung vorangehen. Das sind einfach nur digitale Schlüssel, die kann man sich auch so erstellen. Man braucht keinen Anbieter dazu. Ich kann also auch so eine Wallet haben und wenn ich die Wallet mit mir direkt nicht in Verbindung bringe, sondern nur von anderen Leuten Kohle kriege oder damit an andere Leute zahle, kann man mir auch nicht nachweisen, dass das meine Wallet ist. Also so gesehen ist ja, ich habe es gestern schon gesagt, noch viel Arbeit in der ganzen Sache. Das hier ist auf jeden Fall, was die EU angeht, da kann ich es ganz sicher sagen, die Vorbereitung zur Vermögensteuer, wo ich was rausknallen kann. Ne, wo kann ich den noch ein bisschen mehr abzocken? Im Mittelalter hat man gesagt, den Bauern den Zehnten abpressen. Aber okay, lassen wir das mal so stehen. Teilnehmende Länder, ich habe es jetzt alle nicht aufgeführt, ihr könnt es auch nachgucken. In 67 Ländern haben sich verpflichtet, CARF bis 2027 oder 2028 umzusetzen. 2057 werden 52 Länder zu diesen 67 Ländern hier oben dann hinzukommen. Das sind unter anderem EU-Mitgliedstaaten, Österreich, Deutschland, Frankreich, Kanada, Japan, Schweiz und so weiter, Brasilien, Jersey. 2018 kommen noch 15 Länder dazu, Singapur, Bahamas, Thailand ist dann auch dabei, für diejenigen, die hier in Thailand sitzen. Türkei, Vereinigte Emirate, für die Freelancer, die sich da niedergelassen haben. Aber wie gesagt, da ist ja erst einmal sowieso Kryptosteuer befreit, Thailand ja auch, bis 2027 erst einmal. Braucht man sich jetzt also nicht verrückt machen. Die Vereinigten Emirate nehmen da auch nicht teil daran, weil da gibt es auch keine Steuern in dem Sinne, also von daher könnt ihr das eigentlich auch vergessen. Länder wie China, Indien, Russland, Argentinien, El Salvador, Panama, Vietnam haben sich bisher nicht verpflichtet, was potenziell Lücken im globalen System schafft. Ja, Vietnam wird, was mich angeht, langsam immer interessanter, vielleicht wandere ich ja doch nochmal aus. Herausforderungen, ja, unterschiedliche Zeitpläne bei dieser ganzen Umsetzungsgeschichte, unterschiedliche Beträchtungsfristen, 2027, 2028, ja, können halt ein bisschen Unterschiede verursachen, mein Gott. Wir wollen immer nicht so sein, wenn man schon sowas umsetzt, dann kann man auch mit Reibereien rechnen. Haben sie halt wieder mal die falschen ITler angeheuert.
Nicht teilnehmende große Kryptomärkte wie China und Indien könnten Schlupflöcher dienen. Werden sie auch. Garantiert. Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Dann Belastungen mit Unternehmen müssen IT-Systeme anpassen. Investitoren ihre Transaktionen genau dokumentieren. Das habe ich gestern auch gesagt. Leute, ihr könnt euch paperless auf die Kiste hauen, dass ihr wirklich alles, jeden Papierfetzen festhalten könnt. Ihr werdet es brauchen, wenn ihr eure Kryptos mal regulär wirklich in Kohle umwandeln wollt. Und ja, wie sich das alles verhalten wird in Zukunft, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich mache mich jetzt deswegen nicht verrückt. Aber man sollte wissen, dass dieses Instrument jetzt auf dem Markt ist und dass es auch benutzt wird. KAF, ich habe es freundlich geschrieben, ja, es ist sachlich, ist klar. KAF ist ein wichtiges zu globalen Steuertransparent im Kryptomarkt. Während 67 Länder, besonders die EU, die Umsetzung vorantreiben, es ist klar, dass die EU das vorantreibt, die EU treibt alles Diktatorische voran, können nicht teilnehmende unterschiedliche Zeitpläne Wirksamkeit einschränken. Unternehmen und Investitoren sollten erhöhte Berichtspflichten ab 2027 vorbereiten. Da kommt wieder der nächste Papierwall. Also man verwaltet sich blöd. Es wird alles in Datenbanken gespeichert. Manchmal frage ich mich, ob wirklich einer das Zeug noch auswerten kann. Aber dafür haben wir jetzt Gott sei Dank KI. Jawohl. Die geht dann da drüber mit dem Rasenmäher und ist verdächtig, ist verdächtig, ist verdächtig. Oh ja, keine Kryptos, den lassen wir laufen. Oh, der hat Kryptos, oh, den nehmen wir. Die KI ist keine Intelligenz in meinen Augen. Also man kann sie zum Schreiben benutzen, zum Korrigieren und es gibt ein paar gute Ansatzpunkte, aber ich würde das nicht als KI bezeichnen, was uns da als KI verkauft wird. Genauso wenig ist das ja wirklich eine vernünftige Steuergeschichte, das ist Bullshit. Krypto ist nun mal einfach die Währung der Zukunft und wenn ich was absetzen will, wenn ich Einnahmen habe und so weiter, dann muss ich das auch angeben. Ein System, wie man es bis jetzt hat, würde eigentlich ausreichen. Und wie gesagt, der kleine Bürger hinterzieht das nicht oder der finanziert keine irgendwelche Gesellschaften mit Peng Peng und so. Ich weiß allerdings jetzt nicht, wie man sich gegen so einen Scheiß hier wehren kann. Also es ist ein globales Ding und man könnte sich auf die EU wehren, aber einen globalen Ansatz, ich weiß es nicht, ich muss mich da mal schlau machen. So, dann habe ich nochmal ganz kurz ein bisschen zusammengefasst, was eigentlich mal so die OECD ist. Die OECD ist keine NGO, aber auch keine rein staatliche Behörde im klassischen Sinne. Sie ist eine zwischenstaatliche Organisation. Gegründet ursprünglich 1961 von 20 Ländern. Heute gehören 38 Mitgliedstaaten an, die gemeinsam die Entscheidungen treffen. Die Finanzierung kommt aus den Beiträgen der Mitgliedstaaten. Sie hat keine eigene Gesetzgebungsmacht. Das ist also ganz witzig. Die OECD ist keine Gesetzgebungsmacht. Das heißt, die OECD kann solche Richtlinien zwar festlegen, aber es ist kein Gesetz. Also ich weiß nicht, wie man sich da das auslegen kann, wie man das werten kann. Es ist, ja, okay, gut. Aber sie berät und analysiert und koordiniert Politik. Das macht sie einflussreich. Die OECD ist staatlich organisiert, aber sie agiert unabhängig und beratend, ohne wie eine Regierung oder ein Gericht verbindliche Entscheidungen zu treffen. Das heißt, die OECD ist nach wie vor eine Empfehlung. Ich weiß nicht, warum man das alles umsetzen muss. Also mich haben da die Regierungen alle ein bisschen ein Rad ab. Also selbst hier in Thailand muss man sagen, dass die Regierung erkannt hat, dass es der OECD hinterherzulaufen irgendwie eine blöde Idee ist. Und ich denke und hoffe auch, dass man sich davon auch distanziert. Aber das ist Politik von Thailand, die geht mich als Ausländer hier in Thailand nichts an. Und da halte ich mich einfach raus. Ja, deshalb ist sie irgendwo zwischen staatlich und einer Think Tank mit politischem Einfluss. Aber das ist wieder so eine Wischerei-Geschichte irgendwie, ne? Keine NGO, weil sie nicht zivilgesellschafts-, sondern regierungsbasiert ist. Also selbst der Laden selber ist in meinen Augen zusammengeschlustertes Gewäscher. Weiter im Text. Ach so, ja, genau. Sollte dir das Video gefallen haben und weitergeholfen haben, würde ich mich einen Daumen nach oben sehr freuen. Ein Abo für den Kanal wäre riesig. Und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein weiteres Video auf diesem Kanal. Solltest du diesen Kanal unterstützen wollen mit einer Spende, dann kannst du dieses gerne tun. Spendenlinks findest du unten in der Videobeschreibung. Ansonsten solltest du weitergehende Probleme haben mit deinem PC, mit deinem Netzwerk, mit deinem Computer oder deinem Notebook, kannst du dich vertrauensvoll an die KSC wenden. Da wirst du geholfen. Auftrag gegen Rechnung, ohne Vertragsbindung, Ecken, Haken und Ösen. Einfach Auftrag gegen Rechnung. Gut, das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao.